freue mich, dass ihr den Weg gefunden habt in diesen doch etwas abgelegenen Raum hier. Bin ich laut genug für die, die hinten sind? Ja. Deutsche Comics vor Max und Moritz und auch das Bild der Direktorin des Wilhelm Busch Museums in Hannover sagen es schon. Dieser Vortrag hat zu tun mit der Ausstellung, die hier zurzeit im Stadtmuseum in Erlangen zu sehen ist, die gestartet ist in Hannover im Wilhelm Busch Museum und die etwas weiter trägt, was nicht nur in meinen Augen nicht richtig ist, sondern zu den Legenden, zu den großen Legenden der Comicgeschichte, zu den großen falschen Legenden der Comicgeschichte gehört, die immer weiter getragen werden. Und deswegen halte ich es für sinnvoll, mal zu zeigen, dass es nicht ganz so ist, dass die Comics jetzt mit Max und Moritz angefangen haben. Die Legenden, die großen Legenden sind zum Beispiel, dass die Comics angefangen haben mit Rudolf Töpfer, dass sie angefangen haben mit Yellow Kid, dass Tarzan der erste Abenteuer-Comic war. Also etwas, was ihr in allen Büchern lesen könnt, was aber deswegen nicht richtiger ist. Es lohnt sich immer wieder, sich zu hinterfragen, ist das wirklich so, was in den Büchern über Comics steht, oder ist es nicht vielleicht auch anders gewesen? Und man sollte sich dann informieren und in vielen Fällen stellt man fest, es ist wirklich anders gewesen. Das Zitat, was ich hier gebe, das stammt aus einem Interview, das man mit der Direktorin gemacht hat vom NDR, eben aus Anlass der Eröffnung der Ausstellung. Sie ist also der Meinung, dass vor 150 Jahren die Kunstform des Comics mehr oder weniger von Wilhelm Busch initiiert worden ist. Da sitzt der Stammvater der deutschen Comics und pfeift sich ein. Ups, da geht die Pfeife los. Wie gefährlich es ist, dass sowas immer weiter getragen wird und dann schließlich sich so verselbstständigt, dass einfach jeder sagt, das ist so gewesen. Das sieht man auch hier am Katalogheft, am Text im Katalogheft von Herbert Heinzelmann, der ja nun eigentlich kein Dummkopf ist. Er schreibt dort: Man kann sagen, mit der Idee zu Max und Moritz begann vor 150 Jahren die deutsche Comicgeschichte. Das ist das, was gesagt werden soll, was aber, wie ich hoffe jetzt zeigen zu können, nicht stimmt. Das ist hier ein Ausschnitt aus einem Comic von Reinhardt aus den 1850er Jahren, der übrigens auch etwas vorwegnimmt, was man jemand anderem zuschreibt, nämlich diese Gesichter auf den Häusern schreibt man eigentlich Meininger zu, in We Will Live His World. Aber er hat es eben aus dieser Quelle auch gehabt. Bevor man anfängt, sich die Comics anzugucken im 19. Jahrhundert, ich spreche jetzt nur vom 19. Jahrhundert, es hat auf der ganzen Welt vor dem 19. Jahrhundert Comics gegeben. Es hat auch im Mittelalter schon Sprechblasen-Comics gegeben, in Deutschland. Wer das nicht glaubt, kann das nachlesen in einem Aufsatz von Dietrich Grünewald in Deutsche Comicforschung. Also die Comicgeschichte ist sehr vielfältig und ist auch sehr langlebig gewesen bisher. Ganz wichtig für das 19. Jahrhundert und auch für die Vervielfältigung von Comics, die dann möglich war, sind die technischen Neuerungen, die es gab. Es waren zum einen die Reproduktionstechniken, Lithografie und Holzschnitt. Es waren dann einfach die Druckmöglichkeiten durch Schnellpressen, dass man auch höhere Auflagen fahren konnte. Die Papiergewinnung ist vervollkommnet worden und dann gegen Ende des Jahrhunderts eben auch die fotografischen Techniken. Oder Mitte des Jahrhunderts, aber Anwendung Ende des Jahrhunderts. Ebenso wichtig sind soziale Veränderungen. Revolutionen haben sehr stark dazu beigetragen, dass sich die Comics in Deutschland entwickeln konnten, weil satirische Zeitschriften gegründet wurden, die sehr bildlastig waren und wo dann eben auch Comics mit politischen Themen und annähernd politischen Themen gebracht wurden. Ich zeige dann später noch welche. Industrialisierung und Verstädterung führt dazu, dass
sich eine Gesellschaft verändert. Diese Gesellschaft verändert sich zum einen dahin, dass Wohlstand geschaffen wird, wenn mehr Produktivität ist. Es ist natürlich gleichzeitig das immense Proletariat gebildet worden, was aber hier für uns keine Rolle spielt. Es geht um die Entwicklung des Bürgertums, die Wohlstand hatte, die Kinder ausbilden konnte, das Schulwesen wurde dann auch verbessert, sodass Kinder auch Ende des Jahrhunderts dann als Zielgruppen von Bildergeschichten, von Kinderbüchern erstmal und dann auch von Bildergeschichten in Frage kamen. Die verbesserte Kommunikation, die durch das Eisenbahnnetz, was hier unten angedeutet wird, dass es möglich war, dann diese Vervielfältigung auch von einem Ort zum anderen zu tragen. Dass man also die fliegenden Blätter nicht nur in München kaufen konnte, sondern in Deutschland, überall und auch außerhalb Deutschlands. Ich schließe in meinem Vortrag auch aus Sachen, die nicht weitergewirkt haben, weil sie einmalig waren, wie hier zum Beispiel Ludwig Grimm 1827, ein Comic, wo er eine Reisebeschreibung gegeben hat. Das hat er nur für sich und seine Freunde gemacht. Ludwig Grimm hat viele sequentielle Reiseberichte gemacht oder aber auch Erzählungen gemacht, die er auf langen Papierstreifen, wo er Papierstücke zusammengeklebt hat zu langen Streifen, dann fabriziert hat, aber nur für einen ganz kleinen Kreis. Die sind nicht gedruckt worden, sondern eben nur gezeichnet. Und deswegen hat es auch kaum jemand gesehen und es hat keine Entwicklung genommen. Während zum Beispiel 1827 Rudolf Töpfer in der Schweiz seine Histoire en Estampe, also seine Geschichten in Drucken gestartet hat. Und durch diese Drucke ist es dann eben peu à peu vervielfältigt und weitergetragen worden. Sonst wäre vielleicht hier Ludwig Grimm auch ein ganz anderer Platz in der Comicgeschichte zugewiesen worden. Wir haben mehrere Entwicklungslinien im 19. Jahrhundert, die verfolgt werden. Eine Entwicklungslinie geht ziemlich weit zurück, nämlich zu Anfang der Druckmöglichkeiten überhaupt. Einblattdrucke gab es eben seit dieser Vervielfältigung auch mit beweglichen Lettern da war. Und wir sehen, dass der Einblattdruck von 1490 sich nicht sonderlich von dem unterscheidet, was in den Neuruppiner Bilderpröben 1835 dann zu sehen war. 1835 ist der früheste Bilderbogen aus Neuruppin, den ich gefunden habe in sequenzieller Bilderzählung. Die Neuruppiner und auch die anderen Bilderbogenfabriken, Epinal und Weißenburg und was sich dann so anschloss, haben eigentlich diese Form mit einem recht schematischen Raster von Bildern mit Untertexten immer weiter verwandt. Und haben sie auch zu Ende des 19. Jahrhunderts noch ganz ähnlich dann so verkaufen können, wie das hier gezeichnet wird. Das ist der Gustav Kühn und das ist ein anderer Bilderbogen, der ein paar Jahre später gemacht ist. Gustav Kühn war auch ein Zeichner der frühen Bilderbogen in Comicform, muss ich dazu sagen, denn die wenigsten Bilderbogen hatten Comicform. Bilderbogen waren einfach ein Informationsmittel zu ihrer Zeit oder es war einfach eine Form, wie man Bilder herstellen konnte. Wir sind hier völlig überflutet von Bildern heutzutage. Damals war das Bild aber was ganz Besonderes. Und wer ein Bild haben konnte, sein eigen nennen konnte, für den war das ein Schatz. Bilder waren zum Beispiel auch wichtig als Heiligenbilder oder als später dann eben auch als Schießvorlagen. Gab es die witzigsten Verwendungsweisen. In der Regel waren es zu Anfang aber eben Ereignisse, die dargestellt wurden in einem Bild. Irgendeine Schlacht, die vor 14 Tagen stattgefunden hatte, die wurde dann als Bilderbogen auch gebracht und war die Sensation, so wie wir heute Internet einschalten und das sehen, was in 5 Minuten in den USA passiert, war das damals eben sehr viel langsamer alles. Jetzt das nächste. Eine andere Linie, die auch nicht weiter verfolgt
wird jetzt und auch nicht direkt für den Comic etwas gebracht hat, ist der Struwwelpeter. Struwwelpeter, ein sehr erfolgreiches Kinderbuch, 1845, zuerst mal handgezeichnet von Heinrich Hoffmann, dann später in der Form herausgegeben, wie wir sie heute annähernd kennen. Wir sehen hier quasi eine Simultanbilddarstellung, wo vor allem im Hintergrund eine Person in mehreren Aktionen zu sehen ist. Hat eigenartigerweise keinen Niederschlag gefunden in der Comicentwicklung, obwohl es so ein sehr bekanntes Bilderbuch war. Das ist sehr langsam hier. Ein Einfluss, der ungleich größer gewesen ist, und zwar auf den Stil der Zeichner, die gewirkt haben um die Mitte des 19. Jahrhunderts, war Ludwig Richter, der selbst keine Comics gemacht hat, der aber jetzt in der Tradition, in der romantischen Tradition der Volkstümlichkeit gearbeitet hat. Sehr stark Märchenerzählungen und so etwas. Und diesen Stil finden wir im Prinzip auch noch bei Wilhelm Busch, natürlich in eigener Handschrift, aber wir finden diesen Stil auch bei anderen Comiczeichnern wieder. Ludwig Richter, also ein Illustrator, der sehr auf den Stil anderer Comiczeichner eingewirkt hat. Hier haben wir Rudolf Töpfer. Rudolf Töpfer ist Mitte des Jahrhunderts in einer zweisprachigen Ausgabe dann herausgekommen, die auch weiter verbreitet worden ist, nachdem es vorher schon direkt von ihm vermarktete Bücher gab. Wir sehen hier die beiden Texte, Deutsch und Französisch. Rudolf Töpfer war auch dann sehr bekannt in intellektuellen Kreisen, also nicht nur der Goethe, der immer wieder zitiert wird, sondern natürlich auch jeder, der sich ein bisschen für grafische Entwicklung interessiert hat, hat von Rudolf Töpfer gehört und hat gesehen, was da in Frankreich an Bilderzählung, an neuartiger Bilderzählung geschaffen worden ist. Ich weiß nicht, warum das hier nicht geht. Hier nochmal drei Gestalten, die sehr wichtig waren in Frankreich und deswegen auch später für Deutschland. Rudolf Töpfer haben wir eben schon gesehen. Charles Philippon war ein Verleger, der Zeitschriften verlegt hat, zunächst auch satirische Zeitschriften in Frankreich und damit dann auch zum Vorbild wurde für satirische Zeitschriften in anderen Ländern. Er hat also Zeitschriften gehabt und hat aus diesen Zeitschriften dann auch Buchausgaben gemacht, die unter dem Namen des Verlags Aubert dann vertrieben wurden. Aubert war sein Schwiegersohn, aber eigentlich gehörte die ganze Firma ihm. Und eigentlich die wichtigste Person in Frankreich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, auch für die Comics. Cham ist ein Zeichner, der Töpfer zunächst plagiiert hat und dann im Stil von Töpfer Comics gezeichnet hat. Und über Cham ist eigentlich diese ganze Linie durch diese Plagiate, ist Töpfer eigentlich viel mehr bekannt geworden, noch als durch seine eigenen Comics. Die fanden dann regen Absatz und wurden auch in verschiedenen Fassungen und Formen dann verkauft in Frankreich. Cham ist ein Künstlername. Ja, das wird nicht. So sah ein Comicladen aus Mitte des Jahrhunderts in Frankreich. Ja, das ist der Laden von Aubert, wo dann die neuesten Karikaturen, also man nannte das Ganze Karikaturen, die neuesten Karikaturen ausgehängt wurden und eben auch dann später die Comicbücher von Töpfer und Cham und so weiter verkauft wurden. Nicht direkt unter dem Einfluss von Töpfer, weil es doch recht steif und deutsch noch ist dieser erste deutsche Comics politischer Art, den ich kenne aus dem 19. Jahrhundert, der dann Vorbild gewesen ist für einen anderen Comic. Diesen hier kennt kaum jemand, weil er nur in ganz kleiner Auflage erschienen ist. Man findet ihn heute nur in ganz wenigen Bibliotheken noch.
Das ist ein Herr, der sich aufmacht, einen Sitz in einem Landtag zu bekommen und da verschiedene Stadien durchläuft und eben auch recht lächerlich da posiert und später aber eben Erfolg hat mit dem, was er macht. Der hat dann eingewirkt auf etwas, was ungleich bekannter geworden ist, nämlich die Tatenumwandlung des Herrn Piemeyer. Das ist immer wieder aufgelegt worden und wird eben als der erste deutsche politische Comic immer wieder hingestellt, was es aber nicht ist, weil das eben zurückgeht auf den anderen. Die Entwicklung der Comics lief zu der damaligen Zeit hauptsächlich über Zeitschriften, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. Es gab dann relativ schnell von einigen Sachen Buchausgaben, aber die Zeitschriften waren erstmal das Medium, wo die Zeichner sich ausprobieren konnten, muss man sagen, weil es ja noch keine verbindliche Bildsprache gab. Deswegen wird man auch sehr viele verschiedene Ansätze entdecken können, wie jetzt mit Bildern erzählt worden ist. Das hier ist eine ganz witzige Sache. Der Henry Ritter war Engländer von Geburt, lebte aber in Deutschland sein Leben lang und hat hier eine Bildergeschichte in 2 Sprachen damals veröffentlicht. In den Düsseldorfer Monatheften, nicht Monatsheften, wie das manchmal heißt, Monatheften, in denen einige Comics veröffentlicht wurden. Von Ritter ist auch diese Adaption des Strudelpeter in politische Belange umgesetzt. Das ist eine ganz schöne Angelegenheit, die aber leider auch viel zu wenig bekannt ist. Ist auch ein Auszug aus einer Bildergeschichte aus den Düsseldorfer Monatheften. Zeichner kennt man heute gar nicht mehr, Christian Reimers. Man sieht, dass die durchaus Fantasie hatten. Und es gab verschiedene Arten, Text einzubringen in diese Comics. Es gab Sprechblasen, nicht in Deutschland und auch nicht in Frankreich, jedenfalls nicht in den gedruckten Comics, aber es gab es in England zum Beispiel. Es gab Untertexte in Vers oder in Prosa und es gab einfach Benennungen der Bilder. Also hier, die Benennungen der Bilder sind häufig auch ironisch. Sie stellen also nicht einfach das dar, was dargestellt ist, sondern das, was der Zeichner ironischerweise dann rüberbringen will. Ein plötzlicher überraschender Erfolg ist natürlich kein Erfolg, sondern hat ganz andere Ursachen. Eine andere Zeitschrift, die zur selben Zeit etwa erschienen ist, der illustrierte Dorfbarbier. Den Dorfbarbier gab es in verschiedenen Ausgaben später noch, auch in verschiedenen Städten mit verschiedenen Herausgebern und Verlegern. Ferdinand Stoller hat das damals in Leipzig zuerst gegründet und da wurden sehr viele Comics veröffentlicht, die auch nicht nur für die damalige Zeit sehr, sehr witzig, sehr lebendig waren, sondern auch sehr viele Experimente in sich trugen, wie zum Beispiel diese beiden Negativbilder hier in diesem doppelseitigen Auszug. Karl Reinhardt habe ich vorhin schon genannt. Karl Reinhardt war sicher, ich sage jetzt mal vor Wilhelm Busch, der Zeichner mit dem meisten Witz, mit den meisten Ideen, mit dem besten Strich. Also ein ganz großes Genie, das viel zu wenig gewürdigt wird. Er hat sehr viele Comics gemacht in so, heute würde man sagen, obskuren Zeitschriften wie der Dorfbarbier, die heute in kaum einer Bibliothek vorhanden sind, die kaum einer kennt. Und deswegen weiß man eben noch nicht richtig, was Karl Reinhardt alles gemacht hat. Aber das war ein großer Künstler, sage ich jetzt mal. Das ist eine andere Geschichte von ihm. Situation, ein Spaziergang von Leipzig nach Thekla und was einem dabei alles so passieren kann. Der wirkungsreichste Verleger im 19. Jahrhundert für Comics war ganz sicher Caspar Braun vom Verlag Braun und Schneider. Braun hatte Xylographie studiert, also die Holzstichkunst, hat er in Frankreich studiert und hat in Frankreich natürlich dann auch kennengelernt, was es da für Zeitschriften gab und ist nach Deutschland gekommen und hat relativ schnell dann angefangen eben auch mit einer Zeitschrift, den Fliegenden Blättern. Und diese Fliegenden Blätter
sind eigentlich der Nährboden gewesen für alles, was so an Comics nach 1844 in Deutschland dann produziert worden ist. Fliegende Blätter waren auch noch zum Ende des Jahrhunderts so populär und so maßgeblich, obwohl sie damals zu der Zeit schon eigentlich sehr bieder waren und nichts Neues mehr brachten, dass auch der von mir eben schon erwähnte Feininger sich seine Vorbilder aus den fliegenden Blättern geholt hat. Staatsheterodarius von Franz von Bocci. Man sieht, wie ungewohnt es ist, so etwas als Comic zu bezeichnen. Man muss aber davon ausgehen, dass die Sprache des Comics zu verschiedenen Zeiten auch verschieden gewesen ist. Die Leute haben anders die Bilder zusammengesetzt in ihrem Kopf, also natürlich überhaupt keine Panels, natürlich keine Sprechblasen und hier eben die Benennung der Einzelbilder, die auch zunächst manchmal nicht zusammen zu gehören scheinen, die aber, wenn man es weiterliest, doch eine Geschichte ergeben und auf ihre eigene Art eine sehr witzige Erzählweise ist. Also man sieht dann nur den Staatsdiener und dann sieht man ihn mal weggehen und so weiter. Und so entwickelt sich auch der Charakter dieses Staatsdieners über diese Bilder und über die sehr häufig ironischen Unterschriften dazu. Bocci, das ist zur selben Zeit entstanden, auch 1845, damit man mal sieht, was die Leute im Kopf gehabt haben und was sie zu Papier gebracht haben. Das war nicht dasselbe. Also hier das, was wir vorher hatten, ist nun sehr steif auch durch den Holzstich, wo der Zeichner dann erstmal seine Entwürfe auf einen Holzstock übertragen musste. Und in der flotten Federzeichnung, die er so für Freunde gemacht hat, sieht man zum Beispiel den Einfluss von Töpfer. Die werden also mit Monsieur und so weiter bezeichnet, was auch typisch töpferisch ist. Und eine Sprechblase ist sogar drin, die Töpfer nicht hatte, aber die zum Beispiel in der englischen Karikatur gang und gäbe war. Und eine ganz andere Art der Bilderzählung, die quasi sich nicht durchgesetzt hat, genau wie vorhin das Beispiel von dem Grimm eben keinen Einfluss ausgeübt hat. Man kann jetzt sehr weit zurückgehen. Im Mittelalter gab es ja schon sehr ausgeprägte Comics, die aber keine Vervielfältigung hatten, die nur für ganz wenige Leute zu lesen waren. Wenn es eine Möglichkeit gibt, etwas zu popularisieren, dann findet eine Entwicklung statt. Wenn diese Möglichkeit nicht da ist, so wie hier, dann bleibt es so eine Einzelepisode. Das ist ein etwas steifer Comic, aber auch eine Bildergeschichte aus den fliegenden Blättern von 1849. 3 Bilder auf einer Seite mit relativ langen Texten dazu. Ich gebe einfach mal verschiedene Beispiele, damit ihr seht, wie die Vielfalt da auch gewesen ist. Das ist wieder Karl Reinhardt in den fliegenden Blättern als Fortsetzungsgeschichte angefangen. Man hat so um die Mitte des Jahrhunderts hat man dem französischen Vorbild folgend viel mit Fortsetzungen gearbeitet. Das hat sich in Deutschland aber wohl nicht durchgesetzt. Jedenfalls auch diese Meister-Lapp-Geschichte ist nach einigen Folgen abgebrochen worden in fliegenden Blättern, dann erweitert worden vom Zeichner und als Buchausgabe ein paar Jahre später erschienen. Ein anderer Zeichner, der auch sehr viel in den fliegenden Blättern gearbeitet hat, und später dann eben auch in den Bilderbogen, worauf ich gleich noch komme, Max Heide. Max Heide war eigentlich ein Jäger, man sieht es an seinen Sujets, aber eben auch ein ganz guter Zeichner. Karl Stauber, ganz sicher ein Vorbild für Wilhelm Busch, sieht man in seinem Stil sehr häufig, dass so etwas eingewirkt haben muss auf Wilhelm Busch. Und Wilhelm Busch hat, und auch die anderen Zeichner, haben natürlich alles gekannt, was in den Blättern gelaufen ist. Das hier ist eine Reisegeschichte. Reisegeschichte war damals ein Genre, so ein Modegenre, wie später Abenteuercomics oder Science Fiction oder so etwas. Das Reisen wurde entdeckt Mitte des Jahrhunderts. Und so finden wir diese Reisegeschichten nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Hier ist zur selben Zeit Gustave Doré, der später durch ganz andere Arbeiten bekannt wurde, aber ein genialer Comiczeichner war in seinen frühen Jahren. Der hat in Frankreich auch so eine Reisegeschichte gemacht. Oder in England, Corkill ist ein Künstlername, der hier eine Beschreibung einer Reise eines Mannes in die USA, in den
späten Westen der USA als Leporello dargestellt, 1849. Oder das bekannteste, das kam dazwischen, das bekannteste in England, Richard Doyle, die Brown, Jones und Robinson, die hier den Rhein runterfahren. Auch wieder so eine Bildergeschichte, die in Einzelbildern erzählt wird. Man muss aber den Zusammenhang sich durch das Zusammenfügen der Einzelbilder und durch das Erkennen der Situation und auch sehr starke Situationsgründe für sich selbst erfahren. Münchner Bilderbogen war eine Idee von Caspar Braun, die er eigentlich erst separat machen wollte. Der erste Bilderbogen war ein Bilderbogen, der herausgekommen ist anlässlich des Oktoberfestes. Und dann hat er aber sich überlegt, dass man sowas als Reihe machen könnte. Und dann ist eben die Reihe der Münchner Bilderbogen daraus entstanden. Links, das ist das Cover eines Sammelbandes. Diese Sammelbände kamen in etwa einmal im Jahr heraus. Es gibt 50, 51 an der Zahl. Und Braun hatte einen sehr engen Draht zur Künstlerszene in München. Also das Ganze spielt, der Verleger saß in München. Hatte einen sehr engen Draht zur Künstlerszene und die Künstler konnten mit ihrer Kunst vielfach kein Geld verdienen und waren dann sehr froh, dass sie etwas Geld bekamen, dadurch, dass sie Arbeiten machen konnten für die Bilderbogen. Wilhelm Busch ist auch so ein Fall, der als Künstler nach München gegangen war und dann aber in dieser Szene gelandet ist, wo eben sehr viel populäre Grafik gemacht wurde und da auch reingerutscht worden ist. Andere Leute wie Moritz von Schwind, die waren schon etabliert als Künstler, hatten aber zu Braun so enge persönliche Beziehungen, dass sie dann auch für die Bilderbogen und auch für die fliegenden Blätter gearbeitet haben. Vielfach sind Sachen in der Frühzeit übernommen worden von den fliegenden Blättern und nochmal als Bilderbogen gebracht worden. Und Braun hat dann später auch noch einmal, als er dann in den Buchhandel kam, hat er noch einmal denselben Stoff genommen und leicht umgeändert nochmal als Buch herausgebracht. Also die Mehrfachverwertung, die wir heute so gang und gäbe haben, die hat es damals auch schon gegeben. Es war sehr leicht, so etwas dann nochmal umzumontieren, auch weil jedes Bild ein einzelner Holzblock war, der nur neu mit anderen Holzblöcken zusammengestellt werden musste auf einem Druck, in einem Druckkontext. Und der Text wurde, wenn das gedruckt war, wurde es auseinandergenommen, der Text wurde abgelegt und wurde dann, wenn es neu gedruckt wurde, wurde der Text nochmal gesetzt. Der Vorzug des Holzstichs ist, dass Text und Holzstock dieselbe Höhe haben und in einem Durchgang gedruckt werden konnten. Das haben sich zum Beispiel die ersten illustrierten Zeitungen, wie Leipziger Illustrierte Zeitung, dann zum Muster genommen, weil sie sehr schnell damit in hohen Auflagen auch drucken konnten. Und in der Leipziger Illustrierten zum Beispiel waren auch ganzseitige Bilder, da gibt es manchmal große Illustrationen, es gab ja keine Fotografie. Die einzige Möglichkeit, auch Bilder dann zu drucken, war sie umzusetzen als Holzstich. Das ging bis ins Ende des 19. Jahrhunderts. Es haben manchmal an einem großen Bild mehrere Stecher gesessen und wurden diese Holzblöcke zusammengefügt und ergaben dann im Druck ein großes Bild. Aber hier sind es in der Regel kleine Bilder, an denen wir gearbeitet haben. Max Seider wieder, der Jäger, sagt es schon, auch mit sehr witzigen Darstellungen, zum Beispiel die Gefühle eines Ziegenbocks beim Anstoßen einer Schaukel, nur ausgedrückt durch sein verschiedenes Mähen, ist sehr witzig, aber es ist eben eine ganz andere Art und Weise, mit Witz umzugehen, als wir das heute gewohnt sind. Eine recht konservative Darstellung, durchgezeichnete Einzelbilder, auch eine Bildergeschichte der Zeit. So, jetzt kommen wir zu Wilhelm Busch. Die Zahlen übrigens, hätte ich vor Anfang darauf hinweisen sollen, die Zahlen, die da oben immer zu sehen sind, das sind die Jahre bis zu Max und Moritz. Ich weiß nicht, ob das jemand mitverfolgt hat. Ich habe vergessen, das zu sagen. Also jetzt sind wir noch 4 Jahre vor Max und Moritz.
Wilhelm Busch hat 1859 seine Theorie auch drauf sein. Das läuft sehr schlecht hier, wenn das nicht für die Technik, wenn das nicht auf der Festplatte ist, läuft das sehr schlecht, sehr unkontrolliert. 1859 die erste Bildergeschichte von Wilhelm Busch, auch als Münchner Bilderbogen. Wir sehen, dass es noch nicht der Stil ist, der Zeichenstil, für den er später bekannt geworden ist, noch sehr durchgezeichnet. Aber es sind eben auch schon die beiden bösen Buben, die später immer wieder von ihm und nicht nur von ihm verwendet worden sind. So, der Rolle Zahn, das hatten wir schon, auch in sehr vielen verschiedenen Variationen immer wieder gedruckt worden, weil es eine sehr witzige Geschichte ist. Den hohen Zahn gibt es auch von Zeichnern aus dem Ausland, also das ist so ein Sujet, was sehr viele Zeichner gereizt hat, das darzustellen. So und so hätte Wilhelm Busch möglicherweise gezeichnet, wenn man so etwas hätte drucken können. Das ist eine der wenigen erhaltenen Vorzeichnungen und das sieht ja schon eigentlich aus wie ein moderner Comic. Das ist also fortlaufend, die Texte sind jetzt zwar noch unter den Bildern, aber man hätte ja Busch durchaus auch zutrauen können, dass er irgendwann auf die Sprechblase gekommen wäre. Jedenfalls unterscheidet sich das sehr von der Fassung, die nachher gedruckt worden ist, in zwei Münchner Bilderbogen, die so ähnlich steif aussehen wie die Bilderbogen, die wir eben gesehen haben. Und das ist eigentlich, man kann eigentlich sagen, dass das viel durchgezeichneter ist als das, was wir kennen von Wilhelm Busch. Das heißt, wir kennen den wahren Wilhelm Busch gar nicht. Wir kennen nur den Wilhelm Busch durch das Prisma jetzt der Drucktechnik. Max und Moritz, so sitzen wir im Jahre 0. Max und Moritz ist natürlich auch in Vorzeichnungen entstanden. Die Vorzeichnungen sind auch sehr viel dynamischer als die später gedruckte Fassung. Wir haben also hier dann schon auch Soundwords dabei, Hangwörter, zweifellos. Es ist also schon sehr viel moderner. Wir sehen im 19. Jahrhundert eine Entwicklung. Aber Wilhelm Busch steht nicht am Anfang dieser Entwicklung. Wilhelm Busch tritt ein, sagen wir mal 20, 30 Jahre nach Beginn dieser Entwicklung und hat sehr viel aufgegriffen von dem, was vorher passiert ist. Also er ist keinesfalls der Stammvater, er ist auch nicht mal der Erneuerer der Bildergeschichte der Comics. Er ist nur jemand, der ein sehr großes Talent gehabt hat. Und großes Talent nicht nur darin, dass er sehr gut zeichnen konnte, sehr pointiert und witzig zeichnen konnte, sondern auch darin, dass er ein genialer Texter war. Und diese Reime, die Wilhelm Busch damals gemacht hat, das sind die Reime, die durchgeschleppt worden sind, noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Der Reim ist seit den Deutschen, seit Wilhelm Busch heilig. Also diese Wilhelm Busch-Reime, die kennt natürlich auch jeder. Und selbst in der Werbung ist also in den 20er, 30er Jahren in Deutschland sehr viel noch gereimt worden, auch mit Bildergeschichten. Das hat, glaube ich, immens dazu beigetragen, dass Wilhelm Busch populär wurde, weil man eben sich erinnern konnte. Nicht nur an Bilder erinnern konnte, sondern eben auch an den Text in Reimform erinnern konnte. So, nun soll ja laut dieser Ausstellung, die wir hier sehen, soll ja nun Wilhelm Busch mit Max und Moritz nicht nur der Stammvater der Comics gewesen sein in Deutschland, das soll ja auch weitergetragen worden sein in die USA, wo dann die Amerikaner von Wilhelm Busch abgeguckt haben und dann erst in der Lage waren, ihre eigenen Comics zu machen. Frau Peter Liebenow sagt das so, also Zeichner Rudolf Dirks, gebürtiger Deutscher, man muss wissen, der ist im Alter von 3 Jahren mit seinen Eltern in die USA ausgewandert, da noch von gebürtigen Deutschen zu sprechen, ist schon ein bisschen sehr Patriotismus. Hat von dem Verleger Randolph Hearst den Auftrag bekommen, für die Sonntagsbeilage eine Geschichte zu entwickeln und hat ihm beim Auftrag dazu gesagt, something like Max und Moritz. Das ist genau eine dieser Legenden, von denen ich gesprochen habe zu Anfang, die immer weitergetragen worden, die durch nichts belegt sind.
Es gibt also auch diese selbe Legende, da sagt dann der Redakteur dasselbe wie Max und Moritz. Ob es jemals so gesagt worden ist, weiß kein Mensch mehr. Es ist auch schriftlich nirgendwo festgehalten. Das ist eine Legende, die ich zuerst bei, ich glaube, Stephen Becker 1959 gelesen habe und seitdem immer wieder. Und man liest es eben oder hört es auch immer wieder von Leuten, die es eigentlich nicht sagen dürfen, die es nur sagen, um Werbung zu machen für das, was sie da veranstalten. Sie ist natürlich Direktorin des Wilhelm Busch Museums, ist ähnlich wie mit der Graphic Novel. Die Verlage wollen ihre Bücher verkaufen, also nennen sie eben Klotz Graphic Novel. Sie will jetzt ihr Museum verkaufen, das immer noch ein bisschen Wilhelm Busch im Namen hat, obwohl man den schon weitgehend im Hintergrund gedrängt hat, aber eben davon lebt, dass man es als Wilhelm Busch Museum kennt. Und deswegen Max und Moritz, wenn das so weitergetragen wird und es wird weitergetragen, dann denkt man immer auch ans Max und Moritz Museum, ja, ans Wilhelm Busch Museum. So, also selbst wenn das so gewesen sein sollte, dass Hearst gesagt hat zu Dirks, jetzt mach mir mal sowas wie Max und Moritz. In den USA hat es Jahrzehnte vorher Comics gegeben. Comics, die auch sehr viel weiterentwickelt waren, zeichnerisch teilweise, als hier in Deutschland. Andererseits war Max und Moritz natürlich sehr populär. Dirks hat in gewisser Weise etwas aufgegriffen von Max und Moritz, ich werde es gleich zeigen, und auch von Wilhelm Busch, nämlich dieses Schema der bösen Buben. Er hat nicht Max und Moritz aufgegriffen. Wir haben eben Max und Moritz ja nochmal gesehen. Das ist Max und Moritz. Und das ist die erste Folge der Katzenjammer-Kids, die sie in den USA 1897 veröffentlicht wurde. Wir sehen, es sind nicht 3 böse Buben, es sind nicht 2, es sind hier noch 3. Es sieht auch überhaupt nicht aus wie Max und Moritz, aber es erinnert an etwas, was man in Deutschland in Fliegenden Blättern oder anderen Zeitschriften sehr häufig findet. Der Gagstrip, sehr häufig in 6 Bildern, so wie hier, sind hier durchnummeriert noch, ohne Text. Und das ist ein Schema, was sich in Deutschland längst etabliert hat. Die längeren Geschichten, ich sagte Mitte des Jahrhunderts, waren hier die Fortsetzungsgeschichten populär. Das hat sich relativ bald gegeben, wenn man mal vom Spätwerk von Wilhelm Busch absieht. In den Zeitschriften waren dann vorwiegend Gagstrips abgedruckt, also Comics in Form von Gagstrips. Und darauf nimmt das ganz deutlich Bezug. Ich kann noch mal ein anderes Beispiel dazu zeigen. Das ist jetzt wieder Katzenjammer-Kids, ein paar Jahre später. Jetzt sind es also 2 Buben. Es gibt auch Leute, die sagen, die sind gar nicht nach Max und Moritz geformt worden, sondern nach den beiden Peter und Paul aus Plüsch und Plum. Also die Legende, dass Dirks auf Max und Moritz zurückgegriffen hat, um seine Strips zu machen, die halte ich für sehr fragwürdig. Und so sah das dann aus in deutschen humoristischen Zeitschriften. Das ist ja ganz ähnlich. 2 auch ganz ähnliche Jungen sind es meistens, kamen aber manchmal auch Mädchen dazu. Meistens sind es aber jung. Und so etwas war in Deutschland der Humor, was man als deutschen Humor empfand. Darüber konnte jeder lachen. Das sind keine Kindercomics. Es ist auch die Frage, ob Max und Moritz ein Kinderbuch war. Also, Wilhelm Busch spricht zwar von Kinderepopöe, aber es spricht auch später mal vom Kinderbuch. Aber in der Regel wurden Comics von Erwachsenen gelesen. Wurden, ich sage jetzt mal, Bildergeschichten von Erwachsenen gelesen, Bildergeschichten, die in satirischen Zeitschriften erschienen. Wenn man das Umfeld sich ansieht, sieht man, dass das ein Umfeld ist, das eigentlich gar nichts für Kinder ist. Es wendet sich auch an Erwachsene. Es wurde von Erwachsenen gelesen, aber Kinder lasen natürlich mit zu Hause. Und als dann die Verleger sahen, dass da ein Fundus ist, auf dem man aufbauen konnte, dass man also auch an Kinder so etwas verkaufen konnte, hat man mehr und mehr Wert darauf gelegt, eben auch Druckwerke für Kinder anzubieten. Bei dem Bilderbogen ist die Entwicklung auch ganz deutlich, also bei dem Münchner Bilderbogen zum Beispiel.
Die Münchner Bilderbogen zu Anfang sehr intellektuell, politisch auch teilweise, überhaupt nichts für Kinder. Später dann sind es immer mehr lustige Geschichten, die auch für Kinder interessant sein können. Also wir haben im 19. Jahrhundert eine Entwicklung von einem Medium, das allein für Erwachsene war, wirklich allein. Kinder konnten in der Regel kaum lesen und die Gebetebestände, die ließen ihre Kinder nicht an sowas ran, nur für Erwachsene da war und sich dann als Kinder für den Markt interessant waren, erst Ende des Jahrhunderts, ab Ende des Jahrhunderts entwickelt haben zu einem Medium für Kinder. Das ist dann so weit gekommen, dass also Mitte des 20. Jahrhunderts Comics nur noch als Kinderkram angesehen wurden, gar nicht mehr für Erwachsene hier in Deutschland. Und das hat sich dann auch erst seit 30 Jahren wieder langsam umgekehrt, sodass man heute wieder davon ausgeht, dass es für alle Altersschichten etwas wahre Comics sind. Also eine sehr variable Ausdrucksform, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet sein kann. Max und Moritz nochmal. Die Amerikaner sind ja nicht dumm, wenn es darum geht, etwas zu vermarkten. Die haben dann, als die Zeitungen von Hearst auch deutsche Ausgaben hatten, haben sie diese Strips, die sich inzwischen zur Sonntagsseite entwickelt hatten, von Dirks und seinen Nachfolgern übernommen und haben jetzt diese beiden nicht mehr Katzenjammer Kids genannt, sondern haben sie in der deutschen Fassung dann Max und Moritz genannt. Natürlich kann man sagen, das zeigt jetzt, dass das von Max und Moritz kommt. Das ist aber Quatsch. Das zeigt nur, dass es als Max und Moritz vermarktet worden ist. Das ist natürlich nicht Max und Moritz. Es gibt auch in Deutschland in den 20er Jahren, als man Katzenjammer Kids in Deutschland in den 20er Jahren übernommen hat, sind die auch als Max und Moritz hier gelaufen in Deutschland. Gut. Man sieht, dass Wilhelm Busch einen Einfluss gehabt hat, weil er dann eben so populär war. Und jemand, der populär war, gibt eben auch Einfluss weiter, den er gar nicht ursprünglich gehabt hat, sondern der eben auch oktroyiert worden ist durch Leute, die ihre Vorteile davon haben oder eben dumm genug sind. Nochmal eine Zusammenfassung, also Comics in Deutschland im 19. Jahrhundert, eine Kontinuität ca. ab 1835, verstärkt seit der Jahrhundertmitte. Zwischen 1835 und 1850 gibt es kaum Bildergeschichten in Deutschland. Einflüsse aus Frankreich und aus der Illustration der Romantik, Richter. Fotografie und Holzstich ermöglichen hohe Auflagen und damit auch die Verbreitung. Die verschiedenen Formen, in denen es angeboten wurde, waren eben der Bilderbogen, der Zeitungscomic zuerst, Bilderbogen, Buch. Texte unterhalb der Bilder, Reime, Prosa oder diese Benennungen, wie beim Staatszimmer-Rodarius. Und, wie ich eben sagte, zuletzt Lektüre für Erwachsene ab Mitte des Jahrhunderts auch für Kinder. Darunter nochmal die Daten von Wilhelm Busch, geboren 1832, ungefähr die Zeit, wo die ersten sequentiellen Bildergeschichten in Deutschland erschienen. Erste Comics 1859, das ist 15 Jahre nach Gründung der Fliegenden Blätter. Und Max und Moritz eben noch 5 Jahre später. Als Stammvater geht der Bursche nicht durch, aber als Genie geht er allemal durch. So, das kommt dann auch zum Ende meines Vortrags. Und ich danke für das Zuhören. Also wenn jetzt, wir können mal Licht anmachen vielleicht. Wenn jetzt Fragen da sind, stellt die bitte. Man muss immer unterscheiden, ich habe das angedeutet auch mit der Graphic Novel, man muss unterscheiden zwischen Absicht und Wirklichkeit. Also Absicht hier ist natürlich etwas zu vermarkten, auch Max und Moritz zu vermarkten, auch über das Wilhelm Busch gerade. Die Wirklichkeit, die ich hier eben hoffentlich dargestellt habe, sieht anders aus. Viele Leute wollen diese Wirklichkeit nicht wahrhaben, weil sie eben sehr viel leichter ihr Süppchen kochen können auf dem, was man so redet. Und man redet eben, Wilhelm Busch ist der deutsche Stammvater der Comics. Es ist ja so, wenn man jetzt so Bücher über Comics liest, dann ist die Definition ja die, dass es heißt, der Text muss in das Bild einbezogen sein. Also es gibt ja
einige Autoren, die also jetzt diese Bilderbögen nicht als Comic im eigentlichen Sinne durchgehen lassen würden. Wer hat diese Definition aufgestellt? Gibt es die überhaupt in dem Sinne oder ist es auch nur einer vom anderen abgeschrieben? Ich sage jetzt mal, man muss immer die richtigen Bücher lesen. Die Geschichte der Comic-Forschung, der Beschäftigung mit Comics, ist natürlich auch für sich eine Geschichte. Also jede Wissenschaft hat ihre Wissenschaftsgeschichte auch. Es gibt Erkenntnisse zu bestimmten Zeiten, die weitergetragen oder verändert werden. Im Prinzip neigt die Comicforschung heute dazu, eine Bilderzählung als eine Erzählung in Bildern zu definieren. Ganz einfach in Bildern. Text kommt dazu, in einigen Fällen, muss aber nicht unbedingt. Es gibt sehr berühmte Comics, die überhaupt keinen Text haben. Also es funktioniert auch ohne Text. Wenn Text dazu kommt, hat er eine bestimmte Funktion, auch wieder um eine Erzählweise zu pointieren. Wenn das so altmodisch geschieht wie im 19. Jahrhundert, ist das was anderes wie einen modernen Sprechblasen kommt. Wenn Text im Bild ist und dann auch, ich nenne das Dramatisierung, wenn also die Rede in Form von Dialogen kommt und sich praktisch auch vorstellen kann, was die Leute sagen wirklich in diesen Situationen, ist das etwas anderes, als wenn nur Prosa unter den Bildern steht. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Bilderzählungen mit Dialogen und mit den Bildern. Also dann ist es zwar nicht im Text, aber also ich erwähnte vorhin das von dem Comic aus dem Mittelalter, da sind Sprechblasen schon in den Bildern drin, aber die Sprechblase ist für mich nur ein Mittel der Darstellung. Es ist nicht zwingend für Comics. Comics definieren sich nach meiner Vorstellung und auch nach Vorstellung vieler aus der heutigen Zeit eben als Erzählung in Bildern. Was ich ja nochmal also als Frage interessant finde, wer hat da von wem überhaupt gewusst? Also natürlich, man sieht die verschiedenen Publikationen in den verschiedenen Jahren, nur im Gegensatz zu heute sind das ja damals andere Verbreitungswege gewesen. Insofern die Frage, was davon hat Busch, sagen wir mal, visuell wirklich erreicht? Die Bilderbogen, klar, weil er da selber auch sozusagen mit dabei war, aber was von den Sachen davor hat er selber gekannt und hat er sozusagen, wenn man jetzt über den Teich geht, was ist über den Teich gegangen und was davon ist zurückgekommen und auch ihm zur Kenntnis gekommen? Es gibt darüber keine schriftlichen Äußerungen. Es gibt auch von anderen keine schriftlichen Äußerungen über Einflüsse. Ja. Und es gibt auch noch keine Kunstgeschichte des Comics, sodass man also jetzt festmachen kann, der hat das und das unbedingt als Vorbild gehabt. Ja. Was man aber annehmen kann, ist, dass diese Sachen, die so gängig waren, eben auch französische Zeitschriften in Deutschland bekannt waren. Mhm. So wie heute jeder Zeichner versucht, sich zu informieren nach seinen Möglichkeiten, was machen denn die anderen, wird das natürlich ein Zeichner zu der Zeit auch gemacht haben. Und auch in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen, die künstlerisch beeindruckbar waren, werden solche Zeitschriften kursiert haben. Davon gehe ich aus. Ich kann es jetzt nicht durch irgendwelche Sachen belegen, die irgendjemand in Briefen oder so geschrieben hat. Als Sie eben gesagt haben, dass Comics ja zuerst Medium war für Erwachsene und sich dann so Richtung Kinder entwickelt hat mich das so ein bisschen an die Märchenforschung erinnert, wo es ja, so wie ich das gelernt habe, auch so war, dass Märchen ja im Prinzip anfangs Unterhaltung war für Erwachsene und dann später für Kinder, bis sich dann irgendwann wieder erwachsene Wissenschaftler dafür interessiert haben. Da kann man doch sicherlich von einer Parallele sprechen, oder? Das ist schon vergleichbar, es ist ja auch dieselbe Zeit gewesen. Nicht? Also wenn man sich die verschiedenen Ausgaben der Grimmschen Märchen ansieht, war das zu Anfang überhaupt nicht für Kinder geeignet. Und die späteren Fassungen, die wir heute so kennen als Grimms Märchen, das sind eben dann Umschreibungen auf Kindlichkeit zugeschriebene Märchen, die ganz anders sind als die Originalfassung. Wobei, wenn ich das kurz noch hinterher schieben darf, heute man ja auch oft der Meinung ist, dass Sachen, die Kinder konsumieren, auch nicht für Kinder geeignet ist. Naja, also Kind hält auch einiges aus, nicht? Ja, also die Frage, die mich jetzt einfach interessieren würde, aber die jetzt einfach nur so wirklich in den Raum geschmissen, kann man davon ausgehen, dass
Kinder jetzt einfach im Laufe der Zeit irgendwie immer frühreifer werden und sowas einfach mehr verstehen als vielleicht vor 200 Jahren? Oder ist es irgendwie ein gesamtgesellschaftlicher Wandel, dass sie das früher einfach nicht mitbekommen haben, weil sie nicht so gut lesen konnten oder irgendwas? Wir reden so leicht über vergangene Zeiten. Wir können uns vergangene Zeiten aber sehr schwer vorstellen. Unsere Vorstellung von vergangenen Zeiten rührt her aus den Überlieferungen, die wir haben. Das ist in Bildform, in Schriftform, aber wir haben eben keinen direkten Bezug. Das kann sich heute auch kaum jemand vorstellen, wie man in den 50er Jahren gelebt hat. Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Und diese entfernten Zeiten, darüber reden wir so leichtfertig. Das ist die Romantik, die haben das und das gedacht. Ob sie wirklich so gedacht und gelebt haben, das ist nur unsere Vermutung. Sie haben ja Comic als reine Erzählform mit Bildern sozusagen definiert, dann würden praktisch Höhlenmalereien da auch drunter fallen. Nein, das sind sequentielle Darstellungen von Bildern. Ja gut, aber es gibt ja durchaus... Ich kenne keine Höhlenmalerei in sequenzieller Form. Es gibt dieses eine Bild mit diesen verschiedenen Umrisslinien um ein Tier. Das ist für mich, vielleicht hat der Zeichner gezittert oder irgendwas, das ist für mich keine Darstellung von Bewegung in Bildern. Gut, aber es gibt auch Jagdszenen und so weiter. Es gibt Dietrich, kennst du Höhlenmalereien? Doch, gibt es Jagdszenen. Ja, es gibt Jagdszenen in Höhlenmalereien. Also Es gibt sogar welche... Kennst du Höhlenmalereien, die du als sequenziell empfindest? Naja, sequenziell im Sinne, dass eine Geschichte erzählt wird, nicht. Dass ein Vorgang erzählt wird. Ja, also wie zum Beispiel ein Jäger ein Tier erlebt, das gibt es. Die Geschichte ist das Eine Anleitung. Wie kann ich da die Grenze ziehen? Ich meine, wenn Sie einen Vorgang der Jagd darstellen, erzählen Sie ja auch eine Geschichte, nämlich die Geschichte, dass jetzt der das Bild, die Maler vielleicht seine eigene Jagd erzählt. Ich will jetzt nicht in den Raum hineinsprechen, ich lasse mich auch gerne belehren. Nein, ich kenne keine Beispiele. Ja. Der entscheidende Unterschied ist der, wenn ich eine Jagdszene auf die Höhlenwand male, Bison, Leute drumherum, damit Sperren, das ist eine Momentaufnahme. Das andere müsste ich mir alles dazu denken. Das Sequenzielle beginnt beim Minimum von 2 Darstellungen. Vorher, nachher, erster Schritt, zweiter Schritt, Tätigkeit, Ergebnis. Solche Dinge, die führen zu einer Sequenzialität. Dass dann die 2 Bilder wiederum in späteren Erscheinungsformen verschmelzen können oder so, das ist eine andere Frage. Aber nicht die Momentaufnahme, die einzelne, wo ich mir das andere theoretisch dazu denken muss, sondern die Sequenzialität, die bei einem Minimum von 2 Darstellungen anfängt, die aufeinander bezogen sind. Das ist das Entscheidende. Es tut mir leid, ich muss das jetzt abbrechen, weil ich ganz schnell zu einer anderen Veranstaltung muss. Ich würde gerne noch eine Stunde mit Ihnen weiter diskutieren. Machen wir vielleicht in 2 Jahren nochmal.